Herzlich willkommen. Ja, willkommen. Wir machen wieder eine Meditation, wo wir vielleicht als erstes den Körper fühlen. Oder mal so die Körperempfindungen, wie so was wahrnehmen, die da sind. Wir können es ruhig mit offenen Augen machen. Genau, du kannst dir vielleicht die Zeit nehmen, erstmal bequem Platz zu nehmen. Da hilft immer so, die Sitzhöcker zu spüren. Ich mache das total gern, dass ich den Raum wie mit reinnehme, dass ich einfach halt die Körperempfindungen wahrnehme, plus den Raum, in dem wir gerade sitzen. Und da erstmal ankommen, eigentlich bei dem. Und das holt uns einfach mal direkt her, ins Jetzt, wenn wir einfach uns fühlen. Und es dürfen alle Gedanken da sein oder Unruhe oder egal was für ein Gefühl. Wir nehmen das wie so einfach mal damit so rein. Und die Meditation, die ist wie so eine Selbsterforschung, dass wir wie so unsere Natur erkennen oder das, was wir wirklich sind. Und um das zu erforschen oder diesen Weg wieder hinzugehen, lassen wir mal jeden Referenzpunkt, den wir haben über uns selbst, los. Also überall, wo wir das Gefühl haben, das bin ich. Ne? Also, oder das gehört mir, meine Gedanken. Diese Körperempfindung, die wir jetzt vielleicht gerade wahrgenommen haben oder so, ist, glaube ich, ein schöner Anfang. Wenn wir da diesen Referenzpunkt, dass wir da sind, das wie loslassen. Ne? Wir nehmen die Körperempfindung wahr, aber wir nehmen das ist meine Körperempfindung oder ich bin hier, das lassen wir los. Das lassen wir los. Sowieso die Identifikation damit. Dann ist eigentlich nur noch Körperempfindung da. Dann nehmen wir hier was wahr, wir fühlen vielleicht den Bauch oder das ist aber wieso nicht mehr meins, sondern es ist einfach wie, da ist ein Gefühl, da ist eine Körperempfindung. Und jetzt können wir die visuellen Referenzpunkte auch loslassen. Also ich nehme jetzt, wenn ich so in die Kamera gucke, nehme ich so hier die Beine noch wahr oder die Hände oder ein Teil vom Gesicht und so. Und da ist ganz viel Glaube drin, dass wir da sind, dass wir da drin sind und dass wir das sind. Und wenn wir das auch mal loslassen, einfach nur für diese Meditation, lassen wir einfach diese visuellen wie auch los. Und was passiert, wie mit der Körperempfindung oder dieses Visuelle, ist, dass das andere stärker in Erscheinung tritt. Also man kommt wie aus diesem Enge heraus und plötzlich erscheint der Raum wie lebendiger. Ich nehme mehr jetzt das hier auch noch wahr, was sozusagen die Pratibha ist. Das Blickfeld wird wie so ein bisschen weiter oder größer. Und ich muss mich jetzt in dem Moment nicht suchen und ich muss auch nicht Pratibha suchen. Das ist wie nicht notwendig. Wir nehmen einfach da immer die Identifikation raus, aus dem, das ist Pratibha oder das hier. Und lassen dann auch die Referenzpunkte, dass wir von hier schauen. Wir haben das Gefühl, wir schauen so von hier. Wir lassen auch das los. Und wie als interessiert es uns nicht, von wo wir schauen. Wir schauen einfach.
lassen das Schauen wie so zu. Es muss nicht hier so eingesperrt sein, es darf wie so einfach schauen von überall her. Was da auch passiert ist, dass das Schauen größer wird, weiter wird. Es dehnt sich wie aus. Ja. Und die Augen können relaxen. Genau. Weil wenn wir immer das Gefühl haben, wir gucken da durch, ist es oft sehr anstrengend. Und wenn das Schauen einfach passieren kann, ohne dass ich das mache, dann relaxt das total. Das schaut einfach. Der Körper relaxt, ne? Die Körperempfindungen relaxen. Und jetzt lassen wir noch so die gedanklichen oder verbalen, also die Worte, die jetzt hier rauskommen, da auch. Wir lassen diesen Referenzpunkt, dass das meine Worte sind oder ihr das hört, dass ihr hört, dass ihr, nehmt ihr wie mal raus und lasst einfach nur hören zu, wie hier zugelassen wird, einfach zu sprechen. Das einfach sprechen. Und jeder Gedanke, der kommt, nehmt ihr euch auch wie so raus. Das ist vielleicht wie so nicht mehr so, das ist mein Gedanke oder das habe ich erlebt, sondern alles, was mit ich oder mein behaftet ist, das einfach wie mal, wie rausnehmen. Also wie, es sind, guck mal, da kommen Gedanken über den Tag heute oder über mich. Aber vielleicht das sind nicht meine Gedanken, das sind einfach Gedanken. Dieses meine, das nehme ich wie weg, ne? Diese Identifikation mit meine. Und dann sind es einfach Gedanken, die da sind. Und es gibt den Gedanken so eine Freiheit, dass sie wie so da sein dürfen und gehen und kommen. So viel Raum, ne? Die können sich einfach mal ausdehnen. Die sind nicht immer in diesen engen Köpfchen drin, sondern... Ist eigentlich der Hammer, dass wir das können, überhaupt so uns so klein machen. Also uns da wie so, wie mit einer Lupe so reinzunehmen und sagen, hier bin ich drin. Aber das noch Erstaunliche finde ich, dass wir in diese Realität kommen können und uns da wieder rausnehmen können. Also aus dem wieder rausnehmen können. Und plötzlich ist das Leben da in seiner Lebendigkeit. Und wir wollen uns wie noch weiter in dem ausdehnen einfach, dass wir keinen Referenzpunkt mehr haben, wo wir sind, ob ich jetzt, nehmen wir vielleicht als nächstes noch den Ort. Jetzt ist wie so, ich habe das Gefühl, ich bin hier, von hier rede ich oder von hier passiert das, wie es bei den Augen passiert ist. Ne? Und wenn wir diesen Punkt hier auch auflösen lassen, diesen Referenzpunkt, was passiert dann? Und wir erkennen, dass wir immer noch da sind. Da passiert immer noch das Hören. Es passiert immer noch das Fühlen. Ich fühle meine Hand, die wie nicht mehr meine Hand ist. Und dann erscheint dieser weite Raum, diese Stille, die da ist. Und die Stille, die hat keinen Ort, die hat keinen Referenzpunkt. Die Weite hat keinen Referenzpunkt. Die hört nicht irgendwann auf oder fängt irgendwo an. Diese Stille und Weite, die da ist, hat keinen Ort, die ist nicht hier oder hier mehr oder da vorne mehr oder weniger. Könnt ihr das sehen? Ja, und die geht wie so durch alles hindurch. Ne? Ja. Also dann ist wie, wenn wir den Referenzpunkt von hier bin ich, wenn wir den wie aufgeben oder loslassen, dann geht das einfach durch. Ne? Ich bin immer noch da. Und trotzdem, ich bin vielleicht auch nicht mehr so wichtig und dadurch kriegt das andere mehr Wichtigkeit oder kommt mehr zum Vorschein, wenn ich nicht
diesen Referenzpunkt immer auf mir habe. Und ich finde das mega schön, wenn wir das wie so mal erfahren können, dass wir auch weiterleben oder existieren, wenn wir nicht die ganze Zeit diese Ich-Bezogenheit haben. Oder dass wir diese Ich-Bezogenheit auch wirklich nicht die ganze Zeit brauchen. Dass es einfach mega gut tut, sich auszudehnen in das und dass diese Ich-Bezogenheit einfach eine wahnsinnige Spannung schafft. Ne? Und wenn wir diese Ich-Bezogenheit vom Körper und den Gedanken wie so aufgeben, wir wie eigentlich nach Hause kommen. Ne? Also wir können uns ausruhen, indem wir nicht immer Ich sein müssen. Und trotzdem sind wir da. Ne? Auch wenn ja, unser Ich wird eigentlich größer. Das ist der Hammer eigentlich daran, dass wenn wir die Kleinheit aufgeben, wir zwar keinen Ort finden, aber das Ich ist unendlich groß, unendlich still und weit und hat so eine Kraft und Lebendigkeit. Wer will das einzwängen in sowas Kleines? Und sobald diese klare Wahrnehmung da ist, erkennt man, dass die Worte einfach gehört werden. Die Worte kommen einfach raus, die Bewegungen passieren. Der Atem geht. Die visuellen Erscheinungen erscheinen und lösen sich wieder auf. Es gibt keinen Punkt, wo das Leben durchströmt. Auch im Körper gibt es keinen Punkt, wo man sagen könnte, da ist das Leben drin. Da in dem Teil, in dem Gehirnteil ist das Leben drin. Wir sind nicht da drin. Deshalb ist es mega schön, sich da rauszunehmen. Immer und immer wieder. Und wir sind immer noch da, ne? Und es fühlt sich besser an. Ja. Und das ist wie wahrer. Das ist wie mehr die Realität als das andere. In dieser starken Ich-Bezogenheit. Und von da aus, wenn diese Klarheit und Weite da ist, kann dieses Erforschen passieren. Wer bin ich? Von wo kommt die Stimme? Wer und was ist denn da? Aber was sich dann erforscht, ist halt das Leben selbst, also diese Unendlichkeit wie selbst. Das ist nicht ein kleines Ich, was versucht, das Unendliche zu verstehen, sondern die Unendlichkeit erfährt sich selbst oder erforscht sich selbst. Und auch nur von da aus kann es Antworten geben. Und auch nur von da aus können die Antworten auch erfasst werden. Ja, genau. Das ist auch schön. Wenn sie so mit dem Denken erfasst werden, werden sie wieder so zusammengepresst. In so genau, und manchmal haben die gar keine Worte. Die Antworten, die kommen, sind wortlos, ne? In dem Ganzen. Die können wie nicht verstanden werden oder aufgenommen werden vom Denken. Oder man kann gar niemals das ausdrücken, das, was wirklich da ist. Weil es die Worte gar nicht gibt. Oder die Verknüpfung gar nicht da ist, dass man das ausdrücken kann. Ja, genießt das. Ja, dem könnt ihr euch ausruhen. Immer wieder. Ja. Es tut so gut. Die ganze Anstrengung vom Leben kann sich wie so einfach mal auflösen.
dieses ich muss leben, ich muss was erreichen oder mich verändern oder ja. Jemand sein. Ganz schön.